Unser Morgen und die erste Mahlzeit bestimmen unseren ganzen Tag, ob wir Energie im Training haben, unsere Stimmung und Motivation. Wenn wir jedoch Stress haben, kann das ebenfalls den ganzen Tag negativ beeinflussen. Und vor allem, wenn du das Ziel hast, Muskulatur aufzubauen oder abzunehmen, ist eine ausreichende Proteinzufuhr wichtig. Da wir nach dem Aufstehen über 8 Stunden nichts gegessen haben, ist es umso wichtiger, den Körper morgens mit Protein zu versorgen, damit unsere hart erarbeitete Muskulatur erhalten bleibt, bzw. wir mehr Muskulatur aufbauen können, falls du dich in einer Aufbauphase befindest. Falls es dein Ziel ist, Muskulatur aufzubauen und dabei den Fettaufbau zu minimieren und du deinen Stoffwechsel erhöhen möchtest, kannst du dich noch bei unserem Online-Kurs Bild anmelden und den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Für optische und leistungsspezifische Ziele ist eine optimale Vorbereitung wichtig, sodass du deinen Morgen effizient und produktiv starten kannst. Ich möchte dir dazu 3 einfache Meal Prep Rezepte für ein gesundes und leckeres Frühstück zeigen. Du kannst es also einmal für mehrere Tage vorbereiten und musst somit nicht mehr am Morgen darüber nachdenken, was du isst und verhinderst, dass du aus der Not heraus auf ungesunde Lebensmittel zurückgreifst, die dir nicht die nötige Energie für den Tag geben. Die erste Idee, die ich dir zeigen möchte, sind Frozen Joghurt Bars. Sie sind so lecker und unfassbar einfach zuzubereiten. Wir bereiten dazu als erstes den Boden vor und vermengen 120 Gramm Mandelmehl, du kannst auch Hafermehl verwenden, 1 Scoop Vanilleproteinpulver, 250 Gramm Cashewbutter, ja, das war bei mir das ganze Glas, und 60 Gramm Agavendicksaft. Nachdem daraus eine homogene Masse entstanden ist, drücke ich sie in ein kleines Backblech. Ich lege Backpapier darunter, damit ich es nachher im gefrorenen Zustand einfacher vom Boden lösen kann. Den Boden bedecke ich mit 300 Gramm griechischem Joghurt. Du kannst hier aber jeden Joghurt verwenden, den du möchtest. Als Topping verwende ich ca. 70 Gramm gefrorene Himbeeren. Und das Ganze kommt jetzt für 1 bis 2 Stunden in das Gefrierfach. Wenn die Joghurtbars fest geworden sind, kannst du sie in 6 Stücke schneiden und dann separiert im Gefrierfach für mehrere Tage lagern. Ich empfehle sie erst 5 bis 10 Minuten auftauen zu lassen oder 30 Sekunden in der Mikrowelle zu erwärmen, bevor du sie isst. Wenn du die Joghurtbars allerdings komplett auftauen lässt und wieder einfrierst, könnten sie eine unschöne Konsistenz bekommen. Taue also immer nur so viel auf, wie du auch isst. Oben siehst du die Nährwerte für ein Stück eingeblendet. Um diese Nährwerte anzupassen für ein Stück, kannst du es auch in unterschiedlich große Teile schneiden, zum Beispiel in 8 Stücke oder in 4 Stücke, je nachdem, welche Größe du für eine Portion bevorzugst. Als nächstes werden wir Bananenbrot in einer also frühstückstauglichen Version vorbereiten. Dazu habe ich hier 3 kleine Brotformen, aber du kannst auch andere Formen aus Glas, die ofenbeständig sind, verwenden. Ich bereite es gerne für 3 Tage vor und mixe dazu erst alle Zutaten für 3 Portionen zusammen. Für den Teig brauchen wir 120 Gramm Hafermehl oder Haferflocken, die du dann mahlen kannst oder pürieren kannst, 1,5 Bananen, 3 Scoops Proteinpulver, ich nutze hier ein Vanille Whey Protein, aber du kannst auch ein veganes Proteinpulver verwenden, 300 Milliliter Hafermilch oder eine andere Milch, die du bevorzugst, 150 Gramm Joghurt, entweder pflanzlich oder normaler Naturjoghurt, 1 Esslöffel Backpulver und einen halben Teelöffel Salz. Während ich alles vermenge, heize ich den Ofen schon auf 180 Grad Celsius vor. Dann backe ich die Brote für 15 bis 20 Minuten. Je nachdem, welche Art der Form du verwendest und welches Material sie hat, wird sich die Backzeit verringern oder verlängern. Ich nehme sie aus dem Ofen, wenn sie in der Mitte noch ganz leicht feucht sind, weil sie noch etwas nachziehen und somit nicht trocken werden. Falls du deine Kalorien trackst, empfehle ich dir, erst alle Zutaten als Rezept in deiner Tracking-App zu speichern. Und dann kannst du 1/3 in deine App für dein Frühstück eintragen und hast somit die entsprechenden Nährstoffe für ein Mini-Bananenbrot. Und die letzte Variante ist für unsere herzhaften Kandidaten, und zwar eine Süßkartoffelfrittata. Dazu backe ich das Gemüse meiner Wahl mit etwas Öl und Gewürzen für ca. 30 Minuten im Ofen. Ich habe mich für Süßkartoffeln als Kohlenhydratquelle entschieden, aber du kannst auch normale Kartoffeln nehmen. Und dazu kombiniere ich Brokkoli, Paprika und Aubergine. Wenn du noch Gemüsereste vom letzten Abendessen hast, kannst du diese auch super dafür verwerten. Wenn das Gemüse fertig ist, dünste ich eine halbe Schalotte in einer ofentauglichen Pfanne und wenn diese leicht angebraten bis glasig geworden sind, bedecke ich die Pfanne mit unseren Süßkartoffeln und fülle den Rest mit dem anderen Gemüse auf. Dazu passt übrigens sehr gut Feta und ich nutze hier 150 Gramm, den ich über
das Gemüse verteile. Dann vermenge ich 6 Eier mit 60 Milliliter Milch. Ich nutze hier Hafermilch, aber du kannst auch jede beliebige andere Milch verwenden. Salz und ein paar Gewürze. Das Ei kommt dann über unseren Gemüse-Feta-Mix und wird dann im Ofen bei ca. 180 Grad für 12 bis 18 Minuten gebacken. Ich backe es 10 Minuten ohne Deckel und die letzten 8 Minuten mit Deckel, weil das Ei dann noch etwas fluffiger wird. Und genauso wie bei den Bananenbroten solltest du immer zwischendurch den Garpunkt testen, da jeder Ofen etwas anders backt. Sobald die Frittata abgekühlt ist, kannst du sie in beispielsweise 4 Portionen teilen und in Tupperware für ein paar Tage aufbewahren. Du kannst sie natürlich auch in kleinere Teile schneiden, wenn du eine kleinere Portion essen möchtest. Und du kannst auch hier, falls du trackst, die ganzen Zutaten als Rezept in deiner Tracking-App speichern und kannst dann den beliebigen Anteil, den du für eine Portion verwendest, in deine App für die Mahlzeit eintragen. Natürlich kannst du die Frittata auch noch mit etwas zusätzlich essen. Zum Beispiel esse ich sie gerne mit einem Toast und Avocado dazu. Schreibe mir doch gerne in die Kommentare, welches Rezept du testen möchtest und lade dir die PDF mit allen Rezepten und Informationen aus diesem Video herunter und den Link dazu findest du in der Beschreibung. Mehr Rezeptideen zum Abnehmen und Muskeln aufbauen, Trainingspläne, Challenges, persönliche Unterstützung und vieles mehr bekommst du innerhalb unserer Online-Kurse. Du bekommst als Kursteilnehmer außerdem die The Art of Health App für 3 Monate kostenlos und du kannst die App natürlich auch ohne den Kurs mitzumachen herunterladen. Der digitale The Art of Health Coach wird dir deine individuelle Kalorienbilanz für dein Ziel durchgeben und wöchentliches Feedback zu deinem Fortschritt geben und wenn nötig Anpassungen vornehmen. Wenn es dein Ziel ist, Muskulatur aufzubauen und deinen Stoffwechsel nach oben zu adaptieren, werden deine Kalorien von dem Coach langsam und basierend auf der Reaktion deines Gewichts, Hungergefühls und vielen weiteren Faktoren im optimalen Tempo erhöht. Somit wirst du deine Leistung im Training verbessern können und dein Stoffwechsel wird effizienter arbeiten. Sollte es dein primäres Ziel sein, Körperfett zu reduzieren, wird der Coach dir das optimale Defizit für dich errechnen und ebenfalls wöchentliche Anpassungen, wenn nötig, vornehmen. Du kannst außerdem Diätpausen mit der The Art of Health App planen, um weiterhin eine hohe Leistungsfähigkeit zu ermöglichen und um negative Stoffwechseladaptionen zu vermeiden. Nutze auch das FAQ, in welchem du Antworten auf viele Fragen zu deinem ausgewählten Ziel findest. Falls du die App nutzt, kontaktiere uns gerne über die Support-E-Mail und berichte uns von deiner Erfahrung mit der App und wie es dir dabei ergeht und wie deine Fortschritte laufen. Und wenn du bei dem Kurs dabei bist, freuen wir uns natürlich auch, dich persönlich zu unterstützen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß und Erfolg bei deinem nächsten Meal Prep und freue mich, wenn du nächsten Sonntag wieder einschaltest.